Heute bauen wir ein XXL Outdoor-Projekt und ich bin schon gespannt, ob meine Erfindung auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wird wieder mal eine echte Herausforderung. Aber bevor wir richtig loslegen, zeige ich euch jetzt erstmal, was ich geplant habe. Kommt einfach mal mit. So, hier sind wir jetzt im Garten von meinem Bekannten, der wird neu angelegt. Und genau hier soll eine Treppe hin. Und zwar keine 0815 Treppe, sondern eine mit beleuchteten Stufen. Und so in etwa soll die Beleuchtung aussehen. Ja, dann legen wir mal los. Für die Treppe habe ich mir auch schon eine einfache Handskizze angefertigt. Die seht ihr hier, nicht wirklich professionell, aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Hier haben wir das Fundament, was ich euch gezeigt habe. Und da werden wir die einzelnen Stufen darauf aufbauen. Wir müssen eine Höhe von 160 cm überwinden und die Länge wird 360 cm sein. Ich habe geplant, die einzelnen Stufen mit einem Auftritt von 36 zu machen und einer Höhe von 16 cm. Ja, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollte das eigentlich funktionieren. Wenn man sich da bei der Planung vertut, das wäre natürlich fatal, also das muss passen. Drückt mal die Daumen. Das Material, was ich für die Stufen brauche, habe ich mir schon besorgt, wobei der Beton erst die Hälfte ist. Die andere Hälfte hole ich mir dann, wenn die zweite Runde betoniert wird. Das Holz, was ich für die Schalungsform brauche, habe ich mir gleich im Baumarkt auf die richtigen Maße zuschneiden lassen. Das mache ich öfters mal bei so größeren Projekten, weil dadurch spart man nämlich einen Haufen Zeit und auf die paar Euro für den Zuschnitt kommt es jetzt hier auch nicht mehr an. Ich muss es ja zum Glück nicht zahlen und Zeit ist Geld, wisst ihr ja. Die Schalungsform an sich wird überhaupt kein Problem. Das wären ja viereckige Blockstufen. Aber die Elektronik, die verbaut werden soll, die Aussparung dafür, das wird ein bisschen tricky. Aber da habe ich mir auch schon einen Plan gemacht. Den seht ihr hier. Also das sind die zwei Stufen und das rote ist das LED-Band. Das seht ihr, wie das nachher von Stufe zu Stufe gefädelt werden soll. Das bedeutet, wir brauchen an jeder Stufe 4 Aussparungen. Die Verbindung der einzelnen Stufen will ich dann später mit so Elektriker-Lehrrohr machen. Aber jetzt schrauben wir uns erstmal die Schalung zusammen. Es geht relativ schnell. Um weiter Arbeitszeit zu sparen, werde ich die gleiche Schalung übrigens 3-mal bauen. Ich habe insgesamt 10 Stufen und daher werde ich jede Schalung 3-mal verwenden. Ja, da lohnt es sich dann wenigstens den Betonmischer einzusauen. Da hat man immer eine Ladung von insgesamt 300 Kilogramm Beton, die man in einem Durchgang verarbeitet. Wenigstens, dass man dann auch den Mischer wieder sauber macht. Hört sich jetzt zunächst mal nicht nach so viel an, aber das Material muss man alles mehrfach bewegen. Wenn man sonst wie ich den ganzen Tag im Büro arbeitet, dann merkt man abends schon, dass man ein bisschen was geleistet hat. Ich denke, das werden viele von euch auch kennen. Sei es wie es ist, wenn man solche Projekte umsetzen will, dürfen wir sich nicht beschweren. Jetzt geht es hier mit den Aussparungen weiter. Wir brauchen ja an jeder Blockstufe Eingänge und 2 Ausgänge für das Kabel. Jetzt die Aussparung. Ich habe hier einen 25er Forstnerbohrer verwendet, gleichen Maße wie das Leerrohr und da können wir dann später das Rohr durchziehen. So, soweit so gut. Schauen wir mal, wie das mit dem Rohr passt. Ist ja gleicher Durchmesser, 25 mm. Das habe ich fast vermutet, das geht ein bisschen straff, da müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Aber kein Problem, das ist nur ein minimaler Muckenfurz, der da weg muss. Schleifen wir kurz ab. So, jetzt passt es optimal. Sehr gut. Bin ich fertig, das war kein Problem, aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt kommt die eigentliche Herausforderung bei der Schalung, nämlich die Aussparung vorne, wo dann das LED-Band reinkommt. Und dafür habe ich mir auch wieder eine Skizze gemacht. Das soll dann quasi so aussehen, das hier wird die Aussparung und oben soll eine Schiene mit dem LED-Band reinkommen. Die Aluprofile habe ich mir auch schon besorgt, da kann ich euch unten mal in der Videobeschreibung einen günstigen Shop verlinken. Da kriegt man sämtliche Profile, die man sich vorstellen kann, zum günstigen Preis. Ich habe mich für die Profile hier entschieden, mit Abdeckung und dafür müssen wir uns jetzt eine Aussparung bauen. Aussparung werde ich aus Styrodur bauen und das schneiden wir uns auf der Tischkreissäge zurecht. Styrodur ist eigentlich optimal zum Schalungsbau geeignet, weil es ziemlich formstabil ist und sich im Nachhinein auch wieder einfach entfernen lässt, wenn man es mal eingegossen hat. Und an dieser Stelle würde mich jetzt echt mal interessieren, wie ihr solche Blockstufen umgesetzt hättet, mit Beleuchtung, wie ihr die Schalung gebaut hättet. Ich habe mir da im Vorfeld echt viele Gedanken gemacht für die Planung, wie ich die Kabel verlege, wie ich das mit dem Lichtspalt umsetze, mit den LEDs. Und ich denke, die Idee ist jetzt nicht ganz schlecht, bestimmt noch ausbaufähig, aber mir ist da jetzt eigentlich nichts mehr Besseres eingefallen. Aber wenn ihr was wisst, Optimierungsvorschläge oder wenn ihr ganz anders vorgegangen wärt, schreibt es mir
mir gerne mal in die Kommentare. Das hilft euch weiter und bringt mich auch weiter. Es ist halt leider so, solche Blockstufen gibt es nicht fertig zu kaufen. Wenn man sowas haben will, muss man sich das selber machen und den Aufwand in Kauf nehmen. Vielleicht wäre das ja auch eine ganz gute Geschäftsidee. Also vielleicht sollte ich mir das sogar patentieren lassen. Naja, das ist ja natürlich ein Geschmack, aber sowas habe ich noch nie gesehen, dass es sowas auf dem Markt gibt. Wäre vielleicht für die Fertigteilindustrie interessant, sowas als Fertigteil anzubieten. Da kann man mit Sicherheit was machen. Und wie gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir da ein bisschen diskutieren. Zu den Kosten werde ich euch später noch ein bisschen was erzählen. Das ist ganz interessant. Ich habe da nämlich einen Bekannten, der hat eine Baufirma und den habe ich mal gefragt, was es so kosten wird, wenn man sich so eine Treppe von der Baufirma bauen lässt. Da habe ich mal kurz geschluckt, aber dazu kommen wir dann später. Das ist die Aussparung für das LED-Profil. Ziemlich schmale Angelegenheit. Ich habe überall noch einen Millimeter dazugegeben, also in der Breite und in der Höhe, dass wir dann später im Beton auch ein bisschen Spiel haben. Die Aussparung für den Lichtspalt unter der Stufe sieht nachher so aus. Das sind einfach hier die Maße, die ich euch vorhin genannt habe. Das wird so verschraubt und hier ist die Aussparung für das Leerrohr. Jetzt müssen wir einfach noch hier die Aussparung für die LED-Schiene hier unten aufkleben. Zum Verkleben verwende ich Silikon. Das funktioniert ganz gut. Das kleben wir jetzt hier drauf. Dann muss man noch schauen, dass es schön mittig ausgerichtet ist. Und so sieht die fertige Aussparung dann aus. Ich denke, das ist auch kein allzu großes Problem. Bevor wir die Schalungsform fertig machen können, brauchen wir natürlich wie immer noch eine Silikonfuge. Dieses Mal ist die Silikonfuge sogar noch ein bisschen wichtiger, weil die Trittstufenpfanne am Auftritt schön abgerundet sein sollen. Und da werde ich diesmal eine etwas größere Fuge machen als sonst. Da habe ich ja das Fugenwerkzeug und da werde ich diesmal einfach eine größere Kugel verwenden, weil je größer die Kugel ist, desto größer ist dann auch die Rundung. Ja, das werden wir jetzt auch mal noch machen. Durch das aufgetragene Wachs lassen sich die Überstände dann wieder ganz einfach entfernen und was zurückbleibt, ist eine saubere Silikonfuge. Ja, auf die Oberfläche wird dann auch noch ein Trennmittel aufgetragen, dass der Beton sich später wieder ganz einfach ausschalen lässt, dass es da keine Probleme gibt. Aber das ist immer das Gleiche, das habe ich euch schon 1000-mal erklärt, da braucht man nicht mehr näher darauf einzugehen. So Leute, gleich sind wir fertig. Jetzt müssen wir noch die Aussparung montieren und dann können wir mit dem Betonieren beginnen. In der Aussparung, da kommen jetzt die Rohre rein. Die stecken wir hier einfach so in die Aussparung. So, und dann montieren wir das Teil an der Schalungsform. So, muss es rein. Oben an der Kante muss es bündig sein und dann können wir es verschrauben. Also, jetzt geht's los. Bei der Menge an Beton habe ich sogar mal wieder meinen Zwangsmischer rausgekramt, weil man das alles mit der Hand anmischen muss. Da wird mir ja wahnsinnig. Für mein Treppenprojekt brauche ich hier rund 1 Tonne Beton. Da verwende ich eine Fertigmischung Betonestrig aus dem Baumarkt. Das ist halt einfach bequem und man hat eine gleichbleibende Qualität. Und den Beton werde ich hier noch veredeln. Das habe ich euch in meinem letzten Video gezeigt, wie man so Fertigmischungen aufwerten kann. Da wird einfach noch Microsilica dazugegeben, ein bisschen zusätzlicher Zement, ein Fließmittel und ein Dichtungsmittel. Durch die Zugabe von Microsilica wird der Beton dichter, belastbarer und auch härter. Und durch das Dichtungsmittel wird er wasserundurchlässig und die Wasseraufnahme wird deutlich reduziert. Ja, und Fließmittel, das verwende ich eigentlich immer, das ist Standard, dadurch lässt sich der Beton einfacher verarbeiten, wird fließfähiger und lässt sich auch einfacher verdichten. Wenn euch das Thema näher interessiert, schaut einfach mal mein letztes Video an, da habe ich alles genau erklärt. An dieser Stelle kann ich euch auch noch ein bisschen was zur Kostenkalkulation erzählen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich einen Bekannten habe, der hat eine Baufirma und den frage ich manchmal so spaßeshalber bei so größeren Projekten, was es kosten wird, wenn er das jetzt mit der Firma umsetzen wird. Hat er erstmal gelacht, hat gemeint, ja Frank, du weißt ja, wenn du kommst, kostet pauschal mal das Doppelte. Natürlich nur Spaß und er hat sich das dann angehört, das Vorhaben, und hat dann für sich mal so Pi mal Daumen überschlagen, was er da so veranschlagen müsste. Und da ist er auf einen Betrag gekommen von 6.500 bis 7.000 Euro für die Treppe, also für das Material, für die individuelle Herstellung der Stufen, für das Setzen der Treppe insgesamt gesehen. Ja, da war ich auch ein bisschen erstmal überrascht, also ich bin da von dem niedrigeren Preis ursprünglich ausgegangen. Ich habe da gedacht, dass man da vielleicht so zwischen 3.000 bis 4.000 Euro hinkommt, aber ja, wie gesagt, das ist ein Haufen Arbeitszeit, die da drauf geht. Das muss man alles mit einberechnen. Was hättet ihr da so veranschlagt? Sagt er auch, ihr hättet da gleich mit 6.500 bis 7 gerechnet oder hättet ihr das auch niedriger angesetzt? Würde mich echt mal interessieren, wie da so eure Meinung dazu ist. Wie gesagt, sowas gibt es halt einfach nicht zu kaufen. Das ist ein individuelles Designprojekt und wenn man sowas haben will, dann muss man die Preise zahlen oder man lässt es halt. Dadurch, dass man es selber macht, kann man jetzt hier natürlich einen Haufen Geld sparen. Das ist durchaus gegeben. Jetzt wird es wieder einen Haufen geben von euch, die sagen, ja, aber Frank, wie es immer so ist, die eigene Arbeitszeit muss man auch rechnen. Nein, sage ich, das kann man hier so nicht umsetzen, weil die wenigsten
meisten sind selbstständig und die können daheim in ihrer Freizeit kein Geld verdienen. Und wenn man sich jetzt hier in der Freizeit hinstellt, baut was, dann hat man das Geld halt am Monatsende noch in der Tasche, was man sonst dafür ausgegeben hat. Ist meine Meinung, aber da kann jeder eine eigene Meinung dazu haben. Puh Leute, vor lauter Schaffen, hätte ich jetzt fast die Armierungsstäbe vergessen. Die müssen wir auch noch mit reinlegen. Ja, muss ich die Halterung noch mal ein bisschen öffnen. Zum Glück noch rechtzeitig gemerkt. An dieser Stelle haben wir noch ein paar Angaben zum Gewicht von den Stufen. Das ist ja auch ganz interessant. Und ihr habt gesehen, ich habe zur Gewichtsreduzierung einen Styroporkern mit einbetoniert. So kommen wir jetzt auf rund 90 bis 95 Kilogramm pro Stufe. Das ist optimal, ist noch gut handelbar und man plagt sich nicht beim Verlegen. So Leute, das war jetzt ein Haufen Arbeit, aber für heute bin ich durch. 300 Kilo Beton verbetoniert. Ich zeige es euch gerade mal. Nummer 1, 2 und 3. Aber bevor ich Feierabend machen kann, kommt jetzt noch die allerschlimmste Arbeit, und zwar den Mischer sauber machen. Oh Mann, wie ich die Arbeit hasse. Naja, wir sehen uns morgen zum Ausschalen. An dieser Stelle kann ich euch jetzt auch mal ein bisschen was zu den tatsächlichen Materialkosten für das Projekt erzählen. Die setzen sich zusammen aus dem Material für den Schalungsbau, Leerrohr, Betonestrich, die Zusatzmittel, die wir beigemischt haben, die Bewährung und die LED-Schienen. Da bin ich jetzt auf einen Gesamtbetrag für das Material von rund 530 € gekommen für alle 10 Stufen, und ich denke, bei der Größe des Projekts ist der Preis absolut überschaubar. Ich habe jetzt auch gerade mal verglichen, was solche entsprechenden Fertigstufen in dieser Größe aus Beton kosten, und da liegt man bei Preisen von 30 bis 70 €. Allerdings sind es dann ganz einfache Blockstufen ohne irgendwelche Aussparungen für LEDs, und ich würde sagen, von daher ist der Preis vollkommen in Ordnung. Das Projekt habe ich über mehrere Wochen hinweg umgesetzt. Ich habe da immer so betoniert, wie ich gerade eben Zeit gehabt habe, und für 3 Stufen kann man vom Schalungsbau bis zum Ausschalen circa eine Arbeitszeit von 6 Stunden rechnen. Wenn man die Arbeitszeit jetzt noch draufschlagen wird, wäre das natürlich auch nochmal ein erheblicher Kostenfaktor, aber wie schon gesagt, kann man das meiner Meinung nach als Privatperson so nicht 1:1 umlegen. Und für diejenigen, die jetzt der Meinung sind, dass die Aussage vollkommener Quatsch ist und ihre eigene Arbeitszeit in der Freizeit immer besonders hoch ansetzen, mal noch ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung. Nach dieser Logik wäre es ja dann theoretisch auch günstiger, jeden Abend zum Essen ins Restaurant zu gehen, anstatt sich das Essen selber zuzubereiten. Weil wenn man die Zeit rechnet, wo man das Essen macht, danach noch abspült, dann ist man auch gleich bei einer Stunde, und dann bei einem Stundenlohn von 15 bis 20 €, dann wird es sich auch rentieren, jeden Abend essen zu gehen. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine, und wenn man hier bei Freizeitaktivitäten so denkt, dann muss man in allen Bereichen so denken. Deswegen meiner Meinung nach die Aussage, die man öfters hier unter YouTube-Videos liest, vollkommener Quatsch. Ja, also das fertige Ergebnis sieht schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Das kann man lassen. Gefällt mir, oder? Was sagt ihr? Nice. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch das Aluprofil für die LEDs anbringen. Das habe ich mir schon mal auf die richtige Länge zugeschnitten. Und das kleben wir jetzt in die Aussparung rein. Dazu verwende ich einen Montagekleber. Damit müsste es eigentlich bombenfest halten. So. Jo, passt wie die Faust aufs Auge. Das fixieren wir jetzt noch mit einer Zwinge, bis der Kleber ausgehärtet ist, und dann sind wir eigentlich fertig, würde ich sagen. Jo. Soweit so gut. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, dass mein Plan funktioniert. Ihr habt gesehen, wie man so eine Treppenstufe bauen kann, wie man damit Geld sparen kann, wenn man es selber macht, und wie es weitergeht mit der Treppe, seht ihr dann im zweiten Teil. Da werde ich euch dann zeigen, wie wir die Treppe bauen und vor allem dann auch, wie die fertige Treppe aussieht. Ja, für heute sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass es wieder ein wenig interessant war, und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst zum zweiten Teil. Bis dahin, macht's gut. Ciao.